Und dazu braucht es eine Opposition, die dann in Regierung kommt, die sagt, wir sind Patrioten. Ja, wir wollen das Beste für unser Land und wir schämen uns nicht dafür. Wir sind Patrioten und wir wollen eine Zukunft für dieses Land, für diese Kultur. Wir wollen eine Zukunft für unsere Tradition, unsere Werte, weil wir denken, es sind nicht die schlechtesten in der Welt. Und wir haben ein Recht, dass diese Werte auch in Zukunft weitergetragen werden. Hey Leute, fühlt ihr euch auch manchmal von einem übermächtigen Staat im Stich gelassen? In diesem Video öffnet Björn Höcke sein Herz und berichtet ganz ehrlich darüber, wie staatliche Übergriffe von persönlichen Angriffen bis hin zu Medienmanipulation das Leben von Menschen und Familien auf den Kopf stellen. Er erzählt, wie er und seine Liebsten unter dem Druck gelitten haben und warum er glaubt, dass uns der Staat immer mehr entfremdet. Seine Worte sind ein echter Weckruf, der zum Nachdenken anregt und euch zeigt, dass es an der Zeit ist, aufzuwachen und für unsere Rechte einzustehen. Schaut unbedingt rein, wenn ihr wissen wollt, wie sich persönliche Schicksale mit politischen Zuständen verbinden und was das für unsere Zukunft bedeutet. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Gedanken. Auf geht's! Ich bin nicht hoffnungslos. Ich habe auch Tage, wo ich sehr kritisch analysiere und wo ich sage, wir leben nicht mehr in einer Demokratie, wir leben nicht mehr in einem Rechtsstaat, auch durch die Erfahrung, die ich in den letzten Monaten machen musste. Aber ich sehe trotzdem auch noch ganz viel Potenzial im Volk. Ja, wir haben die Corona-Zeit erlebt und wir haben erlebt, dass der Widerstand auf der Straße tatsächlich die Politik, obwohl sie stark fremdbestimmt ist, obwohl sie stark ferngesteuert scheint, noch beeinflussen kann. Ich denke, der Corona-Protest auf der Straße hat den allgemeinen Impfzwang verhindert. Das war die Kraft des Ostdeutsche, das muss man klar sagen. Obwohl der Westen ist dann stellenweise auch aufgewacht. Also wir lernen. Das ist so, ja. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass wenn es zu viel wird, tatsächlich dann auch wieder so ein positiver Ausbruch da ist. Also ich bin noch nicht ganz hoffnungslos. Vor allen Dingen habe ich viele Gespräche mit Bürgern in den letzten Jahren gehabt, in den letzten Monaten gehabt und immer mehr Menschen erkennen, es kann kein Weiter so geben. Das Land braucht politische Veränderung. Wir sind auf einem ganz schlechten Weg unterwegs. Und was ich den Menschen nur versprechen kann, ist, trotz aller Gegenrede und trotz aller verzerrten Darstellung auch gerade meiner Person, unter einem Ministerpräsidenten Björn Höcke würde Thüringen nicht weniger frei sein. Im Gegenteil, Thüringen würde ein wirklich freies Land werden, weil ich ein großer Freund und Verfechter der Meinungsfreiheit bin. Da halte ich es wirklich mit Montesquieu, der ja gesagt hat, bekanntlich, ich verachte Ihre Meinung, aber ich würde alles dafür tun, dass Sie auch in Zukunft äußern können. Ich muss gerade lachen, weil weniger frei, weiß ich nicht, ob das unbedingt geht. Ich selbst habe vor einigen Monaten das Land verlassen, genau aus diesem Grund. Klar geht es immer noch schlimmer. Man darf es auch nicht überzeichnen, nicht überziehen. Wir leben sicherlich noch nicht in einem Zustand, wo man als normaler Mensch auf der Straße Gefahr für Leib und Leben hat. Aber wenn man sich exponiert, Sie haben es schon gesagt, dann spürt man die Konsequenzen eben auch und Sie sicherlich mehr als viele andere. Sie sind seit 9 Jahren dabei und es gibt auch immer wieder Attacken auf Ihre Familie. Wir wollen nicht über familiäre Dinge reden, aber die wird in die Öffentlichkeit gezerrt. Was macht das mit Ihnen? Ich weiß, was es mit mir gemacht hat, als meine Tür aufflog. Da stand ein SEK, bei meiner Mutter stand es auch, bei meinem Bruder stand es auch. Ich habe schließlich das Land verlassen, weil es definitiv etwas mit einem macht. Es läuft mit im Kopf, man weiß das, man schaut Polizisten anders an. Ja, das kann ich von mir selbst sagen. Was macht das mit Ihnen? Das beeinflusst doch das Verhältnis zur Staatsgewalt auch. Absolut, man geht dem Staat, leider muss man sagen, so ein wenig verloren. Ich bin ja selbst Staatsdiener gewesen als Beamter, 15 Jahre und habe eigentlich ein positives Staatsverständnis, also nicht in dem Sinne, dass ich einen überbordenden Nanny-Staat möchte. Ich möchte schon auch selbstbestimmt leben und möchte eigentlich, dass der Staat sich aus privaten Angelegenheiten raushält. Aber ein positives Verhältnis eben. Ein positives Verhältnis schon, auch den Institutionen gegenüber, die auch entlastende Wirkung haben und so weiter. Aber die Angriffe auf mich waren auch Angriffe auf die Familie, das ist so. Und wir haben schwierige Zeiten auch gehabt, auch als die Kinder noch kleiner waren. Mittlerweile sind sie älter, sind im Alter zwischen 13 und 21 Jahren. Wir haben auch durchweinte Nächte, also meine Frau und ich nicht, wir selbst haben geweint, aber unsere Kinder waren manchmal emotional auch am Ende. Also wenn mein Kind weint, weine ich auch schnell mal. Also das ist ja, das schaltet man ja nicht ab. Nein, das ist so. Und wir haben aber uns die Zeit genommen, viel mit den Kindern geredet und heute sagen alle 4, wir sind stolz auf das, was du tust, Vater. Und das ist für mich dann auch eine Bestätigung, dass es richtig war, auch Sie vielleicht mal phasenweise diesem Druck aussetzen zu müssen oder gewähren zu müssen, weil man gegen die Staatsgewalt nicht ankommt. Aber diese Willkürerfahrung ist schon schlimm. Ja, und eben.
Das ist das Schlimmste eigentlich. Ich habe mir natürlich auch das Interview mit Ihrem Kontrahenten der CDU angeschaut. Der Herr, der es, glaube ich, geschafft hat, sein Lebenswerk auf das Mettbrötchen zu reduzieren und den man wahrscheinlich Zeit seines Lebens als das Mettbrötchen kennt. Ich hatte den Eindruck, das hat Sie angefasst. Ich habe in dieser Diskussion, die ich mir angeschaut habe, gedacht, das scheint den zu ärgern. Also da hat man nicht das Gefühl, dass Sie der Routinier sind, der Sie nach 9 Jahren in vielerlei Hinsicht ganz gewiss sind. Aber man hat das Gefühl gehabt, da versuchen Sie vorsichtig zu sein, da wollen Sie es da nicht übertreiben. Also so völlig kalt lässt einen die permanente Zurückweisung der Massenmedien dann nicht, nehme ich an. Also auch das kommt bei Ihnen an. Nein, also ich hatte bisher noch nicht die Zeit, weil ich bin seit 11 Jahren in der Politik, 2013 haben wir die AfD gegründet und ich diesen Landesverband mit meinen Freunden zusammen. Ich hatte gar nicht die Zeit, mal wirklich zu reflektieren, was eigentlich da passiert ist. Und es ging immer weiter, immer gab es jeden Tag eine neue Aufgabe, die absolviert werden musste, Herausforderungen, die wir meistern mussten als Partei. Aber es ist wirklich so, dass wenn man selbst auch als Lehrer eher jemand gewesen ist, der dann gerufen worden ist, wenn es Konflikte gab. Sie waren Vertrauenslehrer. Ich war Vertrauenslehrer, wenn man auch als Lehrer sehr, sehr beliebt war bei den Schülern, bei den Eltern, bei den Kollegen und man war wahrscheinlich auch beliebt, weil man eine große Empathiefähigkeit hat. Wenn man dann so als Teufel der Nation durch die Medien getrieben wird, macht das natürlich etwas aus einem und ich bin aber nicht bereit, das zu akzeptieren. Ich kann dagegen nicht wirklich wirksam vorgehen im Augenblick, weil die Massenmedien immer noch einen großen Einfluss haben. Ich kann nur authentisch leben. Ich kann mit meiner Familie das Leben leben, was ich als anständiges Leben empfinde. Ich kann versuchen, in der Politik Vorbild zu sein, in der Partei, die ja auch manchmal harte Kämpfe habe ich gehört, ja. Und damit zeigen, dass man auch mit Würde und mit Anstand und mit Aufrechterhaltung auch durch diese Zumutung durchgehen kann. Das ist mein Auftrag und der liebe Gott meint es anscheinend auch gut mit mir und mit meiner Gesundheit und hält so ein bisschen die Hand. Das ist jedenfalls mein Gefühl dann auch über mich. Und in diesem Sinne machen wir weiter und hoffen, dass die Gerechtigkeit irgendwann obsiegt. Ja gut, Sie haben auch gar nicht das Recht, die Hoffnung aufzugeben. Sie wollen treten schließlich zu einer Wahl an, also müssen Sie die Hoffnung haben. Ich kann da ja kritischer sein von außen. Ich hatte aber in diesem Gespräch auch das Gefühl, da waren Sie da bewusst vorsichtig. Da fiel das Wort Remigration irgendwann. Das ist ja das große Reizwort, wo dann sofort die Alarmglocken losgingen. Ich hatte den Eindruck, Sie waren sehr bemüht, das Wort nicht im negativen Sinne zu verwenden, dem Gegner da vielleicht etwas entgegenzukommen. Habe mich gefragt, ist das jetzt Taktiererei? Sie haben ja gerade sehr deutlich gesagt, wie Ihr Plan dafür ist. Ertappen Sie sich selber dabei, dass Sie das auf die Goldwaage legen, dass Sie da vielleicht dann versuchen, vom Gas zu gehen, um da etwas konsensfähiger zu werden? Denn man hat ja auch den gegenteiligen Björn Höcke, der dann vor Gericht steht wegen alles für Deutschland. Das dürfen Sie nun öffentlich gar nicht mehr sagen. Ja, mir ging es in dem Gespräch darum, mal das zu tun, was das Establishment ja tagtäglich tut, nämlich Begriffe zu entkontextualisieren und mal umzudrehen. Also die Remigration mal ganz bewusst in den Kontext reinzustellen. Passt mal auf, Leute, denkt mal nach. Wir haben in den letzten 30 Jahren... Schwierig, das tun die nicht so gerne. 1,5 Millionen Auswanderer aus Deutschland gehabt und die sind überwiegend nachweislich Hochqualifizierte gewesen. Ja, die haben dieses Land verlassen, weil sie die Steuerlaster drückt, weil sie den Meinungsmief in diesem Land nicht mehr ertragen können, weil ihre Kinder in der Schule nicht mehr lernen, weil sie nicht bereit sind, in einem Land zu leben, in dem die innere Sicherheit zerfällt und der Staat seine Kernaufgaben nicht mehr wahrnehmen kann. Remigration, also praktisch die zurückzuholen, wieder ein Deutschland zu bauen, das so attraktiv ist, dass diese Menschen zurückkehren. So kann man es verwenden. Ja, so kann man es verwenden. Mir war es einfach mal wichtig, das auch mal in dem Kontext zu machen, um auch mal diese ganze Fachkräftemangeldebatte so ein bisschen in die Richtung zu lenken, nicht auszubremsen, sondern in die Richtung zu lenken. Aber natürlich ist es so, Sie gehen in so ein Fernsehninterview, das so hochgehoben worden ist als das Gespräch des Jahres und ich wusste ja, was mich erwartet. Ja. Die Mettbrötchen. Und die Mettbrötchen. Es geht natürlich auch darum, das eigene schlechte Bild, das die Medien von mir gemacht haben, zu korrigieren. Also die Menschen genau, darauf, natürlich ist es Taktik. Das muss ich frank und frei bestehen als Politiker, muss ich das eingestehen. Es ist natürlich Taktik. Das heißt, nein, ich bin so. Ich bin ein Mensch, der Gefühle hat und ich bin eigentlich ein warmherziger Mensch und da will man einfach anschlussfähig sein. Man will auch dem Westdeutschen, mit Verlaub, der nur Tagesschau guckt, Vorsicht, und der noch nicht so aufgewacht ist wie wir im Osten, will man zeigen, das ist ein ganz normaler Mensch, der sorgt sich um sein Land und der versucht, sich Gedanken zu machen, wie es in Zukunft weitergeht. So wirkt das auch durchaus, ist ja auch keine Schande. Und dann kommt so etwas wie die Alles für Deutschland. Da glaube ich Ihnen einfach mal, dass Ihr Wissen vielleicht nur so wie meines war. Mir war nicht bewusst, dass das eine bestrafte, mittlerweile ist auch das C verboten, das Z auch. Wir müssen eigentlich minütlich wissen, welche alphabetischen Bestandteile wir noch verwenden dürfen. Ich habe Ihr Buch gelesen, Nie zweimal in denselben Fluss, und
habe mich gefragt, wie tickt er? Was ist seine Wortwahl? Wie ist seine Sprachwahl? Korrigieren Sie mich, Sie haben eine, aus meiner Sicht, teilweise blumige, teilweise historisierende Sprache. Ist da Leidenschaft für alte Wendungen bei? Leidenschaft für etwas, sagen wir, man kann negativ sagen, antiquierte Begriffe, dass Sie in dieser Sprachwelt zu Hause sind, die da eine gewisse historische Nähe zu hat, zu diesen bösen und tabuisierten Begriffen? Also erstmal will ich an der Stelle wirklich nochmal die Gelegenheit nutzen, festzustellen, dass dieses alles für Dürr eben kein Motto der SA war. Ja, es ist einfach so. Ne? Es gab kein zentrales Motto der SA. Dieses alles für Dürr ist im deutschen Sprachraum seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar und wurde in der Weimarer Zeit von Vereinigung der SPD sogar linke Journalisten stimmten ihnen zu, Widerstand und so weiter. Ja. Und kein Geschichtslehrer kann alles wissen. Dann müsste man auch den Juristen damit traktieren, sämtliche Paragraphen der Welt zu kennen oder den Mediziner sich sowohl als Pathologe, als Chirurg, als was weiß ich, Internist und so weiter. Angeboren. Wir haben das natürlich alles immer. Also jedenfalls ist es völlig ausgeschlossen, alles zu wissen. Und ich habe mich tatsächlich, um auf Ihre Frage zu kommen, im Studium nicht auf den Nationalsozialismus konzentriert. Und selbst wenn ich das getan hätte, und das sind ja sogar Äußerungen, die wir gehört haben von Professoren, die sich damit intensiv beschäftigt haben, kann man nicht wissen, dass alles für Dürr, weil es eben auch nicht so war, das Motto der SA gewesen ist, sondern ein Allerweltspruch, der davor und danach immer wieder gebraucht worden ist. Ich wollte auch gar nicht so sehr auf diesen einen speziellen, sondern es wird ja immer so im Kontext gehört. Es wird Ihnen immer unterstellt, Sie spielen mit der Symbolik. Lassen Sie mich das gerade noch ausführen. Und es ist wirklich so, dass ich einen Studienschwerpunkt aufs 19. Jahrhundert gelegt hatte. Und habe auch viel gelesen über die Geschichte logischerweise des 19. Jahrhunderts und logischerweise auch viel Originalquellen. Also Befreiungskriege haben mich fasziniert. Die haben mich als kleiner Junge schon fasziniert. Ja, die Zeit der 48er Revolution und so weiter und so weiter. Und wenn Sie die Sprache lesen, das ist eine blumigere Sprache. Das ist eine plastischere Sprache. Ja? Und ich empfinde diese Sprache, obwohl ich mir das niemals so wirklich bewusst gemacht habe, wahrscheinlich als schön. Und weil ich so viel über diese Zeit gelesen habe, habe ich meine eigene Sprache auch in die Richtung entwickelt. Auch meine Reden haben manchmal vielleicht hier und da Worte, die verschüttet gegangen sind, verlorene Worte. Das soll sogar erlaubt sein. Soll sogar erlaubt sein, ja. Manchmal ist dann vielleicht auch zu viel Pathos reingekommen in der Anfangszeit meiner politischen Laufbahn, weil ich selbst auch ein leidenschaftlicher Patriot bin. Und ich finde Pathos auch nicht schlimm, aber es gibt viele, die sagen, da komme ich nicht mit zurecht, irgendwie haben wir eine gebrochene Geschichte. Pathos ist für mich nicht anschlussfähig. Für mich gehört hier und da Pathos auch dazu, gerade wenn ein Volk, wenn ein Land, eine Nation sich der eigenen Vergangenheit und der guten eigenen Vergangenheit vergewissern will, braucht es auch mal pathetische Momente, emotionale Momente, die dann auch zusammenschweißen, die dann auch wieder durch Täler durchtragen, die ja jedes Land und jedes Volk und jede Nation auch zu bestehen hat. Da sind wir wieder bei Amerika oder Frankreich, wo das normal ist? Wo das ganz normal ist, ja. Das ist letztlich Geschmackssache und hat nichts damit zu tun, dass man gegen irgendwelche Strafnormen damit verstößt. Und da sind wir bei einem wesentlichen Problem, dass wir mittlerweile in Deutschland einen Gesinnungsstaat haben, der mit staatlichen und nichtstaatlichen Repressionsorganen Meinungen verfolgt, die strafrechtlich überhaupt nicht relevant sind. Davon habe ich auch gehört, ja. So. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Entwicklung und natürlich auch, wenn ich jetzt nochmal auf den Fall abschließend zurückkommen darf, ich bin verurteilt worden nach § 86a Strafgesetzbuch. Das ist ein sogenannter unbestimmter Paragraph, ein unbestimmtes Gesetz, darf es in einem funktionierenden Rechtsstaat nicht geben, weil ein gesetzestreuer Bürger, der wie ich auch, sich an Recht und Gesetz halten will, gar keine Chance hat zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich verboten. Wussten Sie beispielsweise, dass das Motto der NS-Frauenschaft Glaube, Hoffnung, Liebe ist? Sie kennen wahrscheinlich diesen Dreiklang nur aus dem Korintherbrief. Ja, natürlich, genau. Aber die NS-Frauenschaft hatte diesen Dreiklang als Motto. Wenn Sie also jetzt zufälligerweise eine nächste Rede mit diesem Dreiklang enden und Sie haben einen böswilligen Wadenbeißer, könnte es sein, dass Sie von der Staatsanwaltschaft wegen 86a verklagt werden und dann verurteilt werden wegen Volksverhetzung. Dann wird vielleicht die Bibel wieder verfassungsfeindlicher Symbole. Das hat man bei mir auch mal versucht, das ist dann leider gescheitert, aber ich habe keinen Zweifel, dass das wiederkommt. Spätestens damit sind wir bei dem Verhältnis der Deutschen zu sich selbst und da kommen wir nicht umhin. Das ist vollkommen egal, wo man da politisch steht. Ich glaube, da wird dann auch jeder zustimmen. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Die Frage ist, wie kann man es dann ändern? Sie haben jetzt selber gerade gesagt, Sie haben eine Affinität zu dieser Zeit, zu dieser Sprache. Und ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, Sie provozieren damit gelegentlich auch gern. Ich erkenne da gelegentlich ein Grinsen, wenn da jemand sich aufregt über eine Formulierung, die Sie verwendet haben. Auch das soll legal sein. Wie
kriegt man dieses Verhältnis wieder normalisiert? Wie kann sich das Verhältnis der Deutschen zu sich selbst dann normalisieren? Denn ihnen wurde unterstellt, sie hätten mit Mahnmal der Schande, da schwingt das dann auch wieder mit, versucht das runterzuspielen, das als Nichtigkeit abzutun. Das will ich hier gar nicht tun, das ist eigentlich, dass das meine Meinung ist. Aber wie schafft man es vielleicht mit weniger Provokation, mit entsprechenden Maßnahmen, dieses Verhältnis anzugehen, zum Thema zu machen? Ich unterstelle Ihnen, dass Sie das wollen damit, wenn Sie solche Sachen verwenden, dass Sie das Thema damit aufmachen möchten. Aber Sie sollten mir nicht unterstellen, dass ich bewusst provoziert habe. Ich habe tatsächlich das habe ich getan. Das will ich klarstellen. Ich habe in meiner gesamten politischen Laufbahn niemals bewusst provoziert. Ich kenne das Mittel der Provokation als Möglichkeit unterlegener Opposition, sich bemerkbar zu machen, eine Schweigespirale zu durchbrechen. Das ist mir strategisch bekannt. Ich habe es selbst aber nie benutzt. Ich habe nur das gesprochen, das ausgedrückt, was ich für richtig halte. Das Establishment, dass die veröffentlichte Meinung das als Provokation eingeordnet hat, zeigt ja schon, dass wir in einem schlechten Zustand sind, in einem Zustand des uns nicht mehr selber Habens. Ja. Ich habe dafür kein Patentrezept, wie wir das wieder hinkriegen. Ich weiß nur, dass immer mehr Menschen sich die Frage stellen, die Sie gerade formuliert haben. Und immer mehr Menschen erkennen auch aufgrund ihrer persönlichen Notlage, und viele Menschen sind mittlerweile auch in Deutschland in existenzieller Notlage, weil sie einen Arbeitsplatz verloren haben, weil dieses Land deindustrialisiert wird, weil die Rente nicht mehr reicht zum Überleben. Übrigens auch der jetzige Kandidat für die amerikanische Vizepräsidentschaft, J.D. Vance, stellt genau diese Frage an Ricarda Lang. Warum deindustrialisiert ihr euer Land? Also es ist nicht auf dem Mist von Björn Höcke gewachsen, diese Vermutung? Genau, also die Frage ist doch, um das mal in einen Begriff zu gießen, der auch der Titel eines Buches ist, warum hat man Deutschland zum Beuteland gemacht? Deutschland wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Zahlenkaskaden referieren, wie viel Geld aus Deutschland jedes Jahr rausgenommen wird, um es in alle Welt für irgendwelche Dinge zu verteilen. Ja? Und dadurch, dass hier nichts mehr ist oder hier immer weniger ist, die Infrastruktur zerfällt, die sozialen Sicherungssysteme am Rande des Kollaps stehen, die Menschen wirklich spüren, dass sie mit dem Geld nicht mehr hinkommen, obwohl sie hart arbeiten, fängt das Nachdenken an. Und die Frage stellt sich, warum wird dieses Land so schlecht regiert? Und das hat was damit zu tun, dass dieses Land erpressbar ist. Und diese Erpressbarkeit müssen wir überwinden. Deutschland darf nicht mehr erpressbar sein. Deutschland muss sich selbst jetzt am Schopf aus dem Sumpf ziehen und muss wieder eigene Interessen definieren. Und dazu braucht es eine Opposition, die dann in die Regierung kommt, die sagt, wir sind Patrioten. Ja, wir wollen das Beste für unser Land und wir schämen uns nicht dafür. Wir sind Patrioten und wir wollen eine Zukunft für dieses Land, für diese Kultur. Wir wollen eine Zukunft für unsere Tradition, unsere Werte, weil wir denken, es sind nicht die schlechtesten in der Welt. Und wir haben ein Recht, dass diese Werte auch in Zukunft weitergetragen werden. Da kann wahrscheinlich